Hi, ich bin Sascha und das hier ist der beste Lego-Tisch auf YouTube. Wir sind in der Woche vor Weihnachten und ich habe noch 3 Dinge zu erledigen. Das erste trocknet gerade da hinten, das wird diese Woche auch fertig. Über das zweite Projekt denke ich schon länger nach. Es wird ein Lego-Tisch. Ich habe mich da von mehreren auf YouTube, Instagram und so weiter inspirieren lassen. Und hierfür war ich letzte Woche im Baumarkt und wollte Plattenmaterial holen. Und zwar wollte ich 4 mal diese Multiplex 15 mm, ich glaube, die sind 1,20 mal 80 cm. Und das hätte mich 160 € gekostet. Und da habe ich gesagt, nee, das muss billiger gehen. Also bin ich auf eBay Kleinanzeigen gegangen und habe Plattenmaterial gefunden. Das hole ich jetzt mal rein. Der hat mich nichts gekostet, außer Nerven, Spucke und den Aufwand hier, das hinzukriegen und am Ende ihn jetzt auseinanderzunehmen. Ich nehme den jetzt auseinander und dann schauen wir mal, wie viel Material wir da rauskriegen. Ich rede jetzt nicht mehr groß, ich lege jetzt einfach los. Go! Our sorrows too. No more clouds, no more rain. I need sun to ease my pain. Before this night is over, I will guide you home. Also wir haben 3 mal 50 mal 1,40er Platten. Dann haben wir eine 50 mal, ja, das ist mehr als 50 mal 1,10. Und dann noch ein paar Zwischendinger. Ich glaube, das reicht. Wenn nicht, habe ich noch da die 2 Rückwände. Und die Türen kann ich auch noch irgendwie verwenden. Von daher wird das irgendwie passen. Jetzt hat es mich wirklich mal was gekostet, nämlich Lego-Platten. So, das ist das Format des Tisches. 1,2 Meter mal 77. Bevor ich den Schrank weiter verarbeite, säge ich mir den Rahmen der Tischplatte mit Massivholz Eiche zu. Ich hatte noch ein paar Bohlen da und außerdem glaube ich, dass der Kontrast ziemlich gut aussehen würde. Nachdem ich die Eiche auf Länge und Breite zugeschnitten habe, säge ich noch eine Nut rein, wo ich später die Tischplatte einlassen kann. Hierfür nehme ich wieder die Tischkreissäge und stelle sie immer ein paar Millimeter weiter, bis ich eine Nut von 15 mm habe. Jetzt kann ich die Leisten stumpf aneinander schrauben. Natürlich bohre ich vor und senke die Löcher. Es soll ja nicht ganz so schlampig aussehen. Zum Finish wird der Rahmen noch geölt. Es ist immer wieder klasse, wie die Maserung der Eiche beim Ölen rauskommt. Jetzt kommt die Tischplatte. Hierfür zerlege ich eine 15 mm Siebdruckplatte, die ich noch von einem anderen Projekt übrig habe. Ich befürchte, sonst reicht das Holz vom Schrank nicht aus. Wait for the wind, wait for the night.
Nachdem ich am Anfang erstmal nur den Schrank auseinandergenommen habe, schneide ich die Platten jetzt grob zu. Take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy endings. Die Bretter sind nach 30, 40 Jahren in keinem guten Zustand. Daher schleife ich alles mit meinem Exzenterschleifer ab. Ich starte mit einer 40er Körnung und arbeite mich bis auf 120er Körnung vor. Never be a part of you and your beautiful life. With a painted smile, I was the willow tree. Jetzt, wo alles abgeschliffen ist, bringe ich die Platten auf ihr finales Maß. Dies mache ich mit meiner Tischkreissäge und später dann mit der Kappsäge. We didn't know we loved. It's not easy living with my fingers crossed. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I know now you were better off without me. I should set this world on fire. I should tear this town apart. Ich habe lange überlegt, wie ich die Bretter miteinander verbinden soll. Ich habe mich dann für Pocket Holes, also Taschenlöcher, entschieden. Diese werden im Möbelbau gerne genommen und ich habe damit in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht. Wolfgraf hat hierfür ein günstiges Jig. Ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Die Anwendung ist nahezu idiotensicher. Ich meine, wenn ich das hinkriege. Für die Schubladen reicht der Schrank leider nicht aus. Zumindest glaube ich das. Für den Boden der Schubladen kann ich die Rückwand vom Schrank nehmen. Das passt gerade noch. Ansonsten nehme ich Sperrholz. Ich schneide auch hier die Teile mit der Tischkreissäge und der Kappsäge zu. Säge dann mit der Tischkreissäge eine Nut in die Teile, wo ich den Boden einlassen kann. Da schraube ich alles stumpf zusammen. Das sieht danach niemand mehr. Every breath makes me weak and tired. We should never be more than friends. I tried. Jetzt kam mir die Idee, dass ich neben der Tischplatte auch noch einen weiteren Eichenakzent setzen möchte. Also habe ich nochmal ein paar Leisten zugeschnitten. Diese habe ich dann mit einer Gärung von 45 Grad versehen und dann zu einem großen Rahmen zusammen verleimt. Als der Leim getrocknet war, durfte ich wieder schleifen. Danach habe ich dem Ganzen noch eine Phase gegeben. Dann habe ich den Rahmen noch geölt und ja, geölte Eiche sieht einfach edel aus. Dieses Projekt wird unterstützt von Auro. Die haben mir eine Lasur zukommen lassen, und zwar die Lasur Dunkelrot nennt die sich, Holzlasur. Damit werde ich das jetzt streichen. Auro ist der erste CO2-neutrale Farbenhersteller. Von daher passt das ja hier super. Nachhaltig den Schrank und dann die Farbe und so weiter und so fort. Diese Lasur ist lösemittelfrei und auf Wasserbasis. Auch die Lasur ist speichel- und schweißecht, was wieder perfekt ist für Kinderspielzeug. Und das wird ja ein Tisch fürs Kinderzimmer. Und ja, was Besseres kann es gar nicht geben. Wir fangen jetzt an. Ich streiche das Ding hier und dann schauen wir mal, wie es sich so ausgeht. Out of my mind, how could I be so blind? How could I not see? Awake on the floor, looking up
2 Monate und 20 Grad später bin ich jetzt wieder in der Werkstatt. Es hat ein bisschen gedauert, denn was ist passiert? Die Lasur ist dann irgendwann getrocknet. Das hat ja Ewigkeiten gedauert vor Weihnachten. Ich habe es dann ins Haus geschleppt, aber ich muss sagen, ich bin nicht so happy. Das liegt weniger an der Lasur als an dem Material. Das Material ist ja, wollen wir mal sagen, gebrauchte Kiefer gewesen oder vielleicht, ich glaube es, ja doch, gebrauchte Kiefer gewesen. Und die war jetzt auch schon irgendwie 20, 30, 40 Jahre alt. War nicht perfekt für Lasur. Da schimmert natürlich alles durch. Hier ist wahrscheinlich irgendwann mal was ausgelaufen, deswegen ist da so ein Fleck. Ich habe jetzt länger drüber nachgedacht, was ich machen soll. Ich habe immer noch keine Lust, neues Plattenmaterial im Baumarkt zu holen. Ich schleife jetzt erstmal hier ordentlich ab. Da machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Also Schleifenheit kennt ihr ja schon. So, Auro war so lieb und hat mir jetzt nochmal geholfen. Wie gesagt, der Fehler lag bei mir. Die Lasur ist sicherlich super. Ich werde es nochmal austesten an einem anderen Projekt. Aber das sah einfach nicht gut aus. Und deswegen wollte ich das jetzt neu machen. Und Auro war so nett und hat gesagt, ja gut, wir unterstützen dich dabei. Und die haben mir jetzt einen Lack zugeschickt aus der Color for Life Reihe. Und das ist ein lösemittelfreier Lack, der für Metall und Holz gedacht ist und für innen und außen geeignet. Auch der ist wieder speichel- und schweißecht, was gerade bei Kinderspielzeug oder bei Kindermöbel, wie in diesem Fall, perfekt ist. Wir legen jetzt einfach mal los und streichen den Bums. Nach 2 Anstrichen, einem Zwischenschleifen und etwas Trocknungszeit kann ich anfangen, den ersten Korpus zusammenzubauen. Mit ein paar Zwingen fixiere ich den Korpus am Rahmen. Dann kann ich entspannt die Schrauben in die Pocketholes schrauben. Nachdem der Korpus aufgebaut war, ist mir aufgefallen, dass der Rahmen, an dem der Korpus befestigt war, nicht breit genug ist. So kann ich die Rollen nicht mit dem Rahmen befestigen. Also habe ich mir ein paar Dreiecke zugeschnitten und in die Ecken des Rahmens geschraubt. Ich habe daraus keine Raketenwissenschaft gemacht. Ich habe die Teile einfach stumpf in die Ecken geschraubt. Niemand schaut unter den Tisch. Hoffentlich. Danach konnte ich die Rollen befestigen. Ich zeig's nur kurz, mir ist das Bildmaterial abhanden gekommen. Dann kommen die Vollauszüge der Schubladen. Ich nehme eine Dachlatte als Auflage, damit ich den Auszug auf beiden Seiten gleich anschraube. Danach noch die Auszugsteile direkt an die Schublade schrauben und beten, dass alles passt. Glück gehabt. Für die Blende der Schublade habe ich die Schranktür zersägt. Die ist etwas dünner in der Stärke, was bei einer Blende aber auch nicht schlimm ist. Ich fixiere sie mit Zwingen und schraube sie dann von innen an. Das war's. Das war der erste Teil. Die ganze Prozedur mache ich jetzt noch einmal mit einem etwas kleineren Korpus. Der letzte Korpus ist eher ein Kasten. Verbohren, senken, stumpf zusammenschrauben. Es zeigt sich, so sieht's auch ganz gut aus. Die Leiste klebe ich erstmal mit Sekundenkleber auf der Rückseite fest. Dann messe ich aus, wo ich bohren muss und bohre mit Senkkopf die Löcher an. Als nächstes schraube ich dann von oben die Leiste unten fest. Logisch, oder? Jetzt bringe ich 4 Vollauszüge am Kasten an. Ich bemühe mich, dass diese parallel zueinander verlaufen, damit die Tischplatte am Ende gerade ist.
So, um diesen Schiebemechanismus zu gewährleisten, dass die Schubladen nicht nach hinten überfallen, habe ich hier noch eine Leiste von oben unten dran gemacht. Das heißt, hier ist eine Blockade. Dann musste ich hier an die Seiten jeweils auch eine Leiste anbringen, weil die Tischplatte breiter ist als der Korpus für den Tisch und die Schienen hätten sonst nicht hier an den Rahmen gepasst. Also habe ich einfach hier und hier ebenfalls noch eine Leiste angebracht und von oben verschraubt. Da kommen sowieso die Lego-Platten drauf. Die Lego-Platten habe ich einfach mit Bastelkleber festgemacht. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten werde ich die Seite jetzt auch noch bekleben und dann haben wir es fast. Wir haben es fast geschafft. Jetzt montiere ich noch ein paar Spannverschlüsse, damit die Korpi nicht verrutschen können. Auch nicht, wenn links und rechts jeweils ein Kind dran zerrt. Ich muss zugeben, ich habe den Lego-Tisch schon vor ein paar Tagen hier hochgetragen. Er wird schon fleißig bespielt und ich muss euch sagen, ist das nicht cool? Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hier kommt alles rein mit Lego, was man so aktuell braucht. Hier unten hat man noch einen Schubkasten für, was weiß ich, die Kartons und was weiß ich. Und es gibt ja etwas, was einem ja wenige sagen. Kinder wachsen. So, jetzt ist das natürlich momentan auf dieser Höhe perfekt für die Kinder. Aber was ist, wenn die Kinder wachsen? Da habe ich mir was einfallen lassen. So, ich zeige euch mal. Hier kann man auf beiden Seiten die Scharniere öffnen. Dann nimmt man den Deckel ab. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Macht es zu. Zack. Zack. Und schon ist das fast ein Tisch für Erwachsene. Sagt mir mal in den Kommentaren, ob ich an irgendetwas nicht gedacht habe. Mir hat das Projekt mega viel Spaß gemacht. Nochmal einen herzlichen Dank an Auro für die tolle Farbe. Ich bin so happy, dass ich das einfach nochmal gemacht habe. Ich hätte mich wirklich lange geärgert. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Euer Sascha.